Hallo und herzlich willkommen zum dritten Tag bei Signals of Hope. Mein Name ist Tarek Tesfu und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. In den letzten beiden Tagen ging es hier schon hoffnungsmäßig richtig gut ab. Wir haben Marit Efuma-Kupka und ihrem spannenden Essay zum Thema schwarze Literatur gelauscht und wir haben unter anderem mit Amnesty über die wichtigen Themen Flucht und Seenotrettung gesprochen. Falls ihr irgendwas verpasst habt, gar kein Problem, ihr könnt alles auf unserer Website nachholen. Auch heute haben wir ein wichtiges Thema auf der Agenda, und zwar immersives Storytelling. Und ich werde mit GästInnen über dieses Thema sprechen. Und es geht um Geschichten, in die wir als RezipientInnen auf eine ganz besondere Art und Weise eintauchen und uns so im Idealfall neue Sichtweisen und Möglichkeiten eröffnen. Und wir haben dabei einen super spannenden Fokus, und zwar weibliche Hauptrollen und Hauptrollen, die mit LGBTIQ-Charakteren besetzt sind. Denn, Leute, wir haben 2020 und es wird allerhöchste Eisenbahn, dass auch der Mainstream diverser wird, dass Geschlechterrollen hinterfragt werden, um so Stereotype abzubauen. Ganz egal, ob in der Literatur, in Serien oder auch in Videospielen. Ja, ihr habt richtig gehört, es geht hier heute auch um Videospiele. Und das auf der Frankfurter Buchmesse. Ja, hier ist richtig was los, denn gerade Videospiele mischen in puncto immersives Storytelling ganz vorne mit, aber kommen gern mal mit der Klischeekeule um die Ecke, wenn es um die Darstellung von weiblichen oder queeren Charakteren geht. Wir wollen schauen, welche Parallelen gibt es dabei zu Büchern, wie schaut es bei Filmen und Serien aus und welches Medium ist eigentlich am besten geeignet, um immersives Storytelling zu machen. Wir haben also ganz schön viel auf dem Zettel und ich freue mich auf meine GästInnen, mit denen ich jetzt gemeinsam hoffnungsvoll Genderrollen aufbrechen werde. Ich darf hier im Studio begrüßen Lena Falkenhagen. Schön, Hallo. dass du da bist. Lena, du bist Bundesvorsitzende des Verbands Deutscher SchriftstellerInnen, du bist on top Romanautorin und du hast bereits Storylines für Computerspiele mitgeschrieben. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und via Zoom ist Anne Wernicke da. Anne, ich wink dir einmal. Schön, dass auch du dabei bist. Anne, du bist Videospielredakteurin, YouTuberin, Twitch-Streamerin, ein sehr kompliziertes Wort. Und du bist Teil des täglichen Videospiel-Podcasts Insert Moin. Genau. Moin, moin. Hallo. Hallo. So, wir starten direkt und zwar mit einem wichtigen Thema, das aktuell immer noch heiß diskutiert wird, und zwar ein Videospiel namens The Last of Us 2. Anne, ich Ja. bin kein Gamer. Ich oute mich jetzt mal hier. Deswegen sag mir doch mal bitte, worum geht es in dem Spiel? Erzähl mir gerne oder erzähl uns, um welches Genre es sich handelt und warum es in dem Spiel um Female Empowerment geht. Ich versuche das so kurz wie möglich zu fassen, werde aber trotzdem ein wenig ausholen. The Last of Us ist ein Survival-Horror-Adventure und es spielt in einer postapokalyptischen Welt. Die Menschheit wurde quasi von einem Pilz befallen und durch diese Infektion haben sich die Leute dann in Zombies verwandelt und es sind nur noch ganz wenige Menschen übrig. Und im ersten Teil war es so, dass man Joel spielt, der seinerseits auch alles verloren hat, also dem quasi alles egal war, der keine Hoffnung mehr hatte. Und der trifft im Laufe dieses Spiels auf Ellie, ein kleines Mädchen, wo sich herausstellt, dass sie die einzige ist, die gegen diesen Pilzbefall immun ist. Und er soll dann Ellie zu einer Gruppe namens Fireflies bringen und dort soll quasi mit ihrer Hilfe ein Gegengift gegen diese Infektion gewonnen werden. Jetzt im zweiten Teil, der dieses Jahr erschienen ist, spielt man wiederum eine erwachsenere Ellie. Sie ist, glaube ich, so 19 oder 20 Jahre alt. Und es hat wohl nicht so funktioniert mit dem Gegengift. Jedenfalls ist Ellie noch da und sie lebt jetzt mit Joel in einer, ich würde sagen, so in einer Zuflucht, wo sich Menschen zusammengefunden haben. Und dann passiert ihr ein sehr traumatisches Ereignis und sie beschließt dann daraufhin, auf einen Rachefeldzug zu gehen. Und es wird alles sehr emotional. Sie muss sich dann durch die Wildnis schlagen, muss natürlich den Zombies Widerstand leisten. Und die große Antagonistin im Spiel namens Abby,
versuchen niederzustrecken. Und das Interessante daran ist, dass man ab der Hälfte des Spiels diese besagte Antagonistin Abby dann auch spielt, um quasi auch den Blickwinkel aus der anderen Richtung zu haben. Also was sind ihre Motive, was hat sie zu der Tat gebracht, die sie da begangen hat. Liebe Anne, vielen Dank für diesen ersten Insiderblick. Wir haben jetzt gerade gehört, liebe Lena, es gibt Ellie, die Hauptfigur. Dann gibt es auch noch einen Charakter namens Lev. Warum ist der besonders wichtig für die LGBTIQ-Community? Lev ist eine Transperson und Transpersonen gibt es in Videospielen eben wie auch in anderen Medien sehr selten. Das Ganze ist auch in eine Familiengeschichte eingebettet, weil Lev in einer religiösen Community lebt, die Transmenschen ablehnt. Auch seine Mutter lehnt sein Wesen ab. Und insofern ist das, glaube ich, eine wirklich gute Identifikationsperson für Transmenschen, die Ähnliches durchgemacht haben. Also für mich klingt es eigentlich nach einem richtig nicen Spiel, gerade so aus feministischer Perspektive. Und trotzdem gab es richtig krasse negative Reaktionen auf dieses Spiel. Die MacherInnen Naughty Dog und Sony haben sogar Morddrohungen erhalten. Leute, Anne und Lena, was war da los? Anne, erzähl mal bitte. Ja, bei The Last of Us 2 ist leider sehr, sehr viel zusammengekommen. Es gab quasi, wenn man es so möchte, 3 Kontroversen. Die erste war, dass das Spiel im Vorhinein geleakt wurde. Es wurden viele Story-Twists vorhinein bekannt und die Leute haben dann schon mal, ohne quasi dieses Spiel gespielt zu haben, einen Eindruck von diesem Spiel gewonnen und waren nicht zufrieden mit dem, was sie da gesehen haben. Das war Kontroverse 1. Die zweite ist, dass sie ab der Hälfte des Spiels quasi den Antagonisten oder die Antagonistin Abby spielen müssen. Und dazu kam auch, dass die Menschen gesagt haben, ich will nicht Abby spielen, ich will nicht diesen Blickwinkel haben, ich will das gar nicht wissen. Und dann kam noch on top, dass Abby halt einfach nicht aussieht wie eine typische Modelfrau, sondern dass sie sehr stämmig ist, dass sie ein sehr breites Kreuz hat und eben auch sehr willensstark ist. Und das hat vielen Leuten nicht gepasst. Und dann kam natürlich noch die dritte Kontroverse, dass die Leute nicht damit einverstanden waren, dass Ellie ein homosexueller Charakter ist, dass sie ihre Beziehung in diesem Spiel zu Dina auch offen auslebt. Und dass, wie gesagt, mit Lev auch eine Transperson in diesem Spiel drin ist. Das hat für sehr, sehr viel Wirbel gesorgt. Und dann wurde dem Spiel natürlich eine bestimmte politische Agenda nachgesagt, leider. Vielen Dank, Anne, für diese Einschätzung. Lena, wie siehst du das? Warum kam es zu diesen krassen negativen Reaktionen? Dazu muss man wissen, dass die Gaming-Szene kleinen Kern hat, der, glaube ich, sehr outspoken gegen LGBTIQ-Themen ist, auch ein bisschen reaktionär aus dem amerikanischen Umfeld stammt. Ich erinnere da, wir wollen da, glaube ich, gar nicht intensiv drauf eingehen, an die Gamergate-Situation, wo eben auch Feministinnen, die gesagt haben, wir brauchen feministischere Spiele oder auch Frauen in Spielen in tragenden Rollen. Anita Sarkeesian sehr angefeindet worden ist, gedoxt worden ist, verfolgt worden ist. Und ich glaube, das ist so die Fortsetzung dieser Thematik, ehrlich gesagt. Ich glaube, das, was Anne gesagt hat, dass dieser Aufbau, dass vorher Sachen geleakt sind, die man doof fand und sich dann heiß geredet hat, das spielt immer eine Rolle. Ich glaube auch, dass es einen Kern gibt, die wirklich sagen, ich finde, sobald eine lesbische Frauenrolle oder Spielerrolle angeboten wird, ist das für mich politisch, was ja Quatsch ist. Also genauso könnte man sagen, wenn man eine heterosexuelle Figur spielt, ist es politisch, das sagen wir auch nicht. Es ist nur eben ein anderer Blickwinkel. Politisch wird es dann, wenn man das Ganze nach außen trägt, wenn man es hart verteidigen muss und wenn Leute angefeindet werden wie der Autor des Spiels, der, wie ich finde, von Autorinnen-Sicht einen fantastischen Job mit diesem Spiel gemacht hat. Ja, es ist eine richtig, richtig gute Erzählung, wo Motiviken drinstecken, die man sich mit Kusshand vornehmen mag. Das ist literarische Qualität, dieses Spiel. Es ist wirklich fantastisch. Du hast es gerade schon kurz erwähnt, die Frage müssen, dürfen, sollten Games politisch sein. Darüber reden wir gleich. Bevor wir das machen,
kommt jetzt mein lieber Freund Herr Kaschke. Herr Kaschke ist Außenreporter und Herr Kaschke hat ein ziemlich dickes Fell, im wahrsten Sinne des Wortes. Und er hat sich mal ein paar negative Kommentare für euch angeschaut, damit ihr das nicht machen müsst und präsentiert jetzt ja, so etwas wie ein Best-of-Scheiße. Ja, schönen guten Tag. Herr Kaschke ist mein Name. Grüßt euch doch erstmal. Ich habe mir extra für den heutigen Tag das Internet ausdrucken lassen und möchte Ihnen daraus vorlesen. Nee, Scherz, ich habe hier alles in meinem Handy. So viel vorweg, man kann sich sein Internet halt irgendwie nicht aussuchen. User Zollim hat zum Beispiel das Problem LGBT The Game. Gut, 100 Millionen Mal hetero The Game haben wir ja jetzt auch, ne? David ist unzufrieden. Das ist ein agendagetriebenes Social Justice Warrior Game. Ich war schon unschlüssig, als Naughty Dog verkündete, dass Ellie lesbisch sei. Ich spiele Videospiele, um Spaß zu haben, nicht um belehrt zu werden. Heißt das jetzt etwa, Lesben haben keinen Spaß oder was? Was haben sie mit meinen geliebten Charakteren gemacht, dass sie uns dazu zwingen, als Non-Binärer, transsexuellen Trash von einem Charakter zu spielen, ist mir unbegreiflich. Ja, ich kenne das Gefühl, ich spiele auch Call of Duty. User Alex hat folgende Anmerkung. Was hat sich Naughty Dog nur dabei gedacht? Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich möchte als Spieler keine politische Meinung oder Gesinnung aufgedrückt bekommen. Themen wie Homosexualität, Religion, Politik gehören in meinen Augen nicht in dieses Spiel. Doch, mein Junge, genau das sind die Themen, die in dieses Spiel sollen. Und es ist gut, dass wir darüber reden. Julian macht sich ernsthaft Sorgen um die EntwicklerInnen. Was einem hier geboten wird, ist an Genderwahn und Political Correctness kaum noch zu übertreffen. Ich habe das Gefühl, das Spiel wurde von einer Horde männerhassenden Lesben entwickelt. Ja, ich habe halt das Gefühl, das Spiel wird von einer Horde frauenhassenden Heteros gespielt. William, ist das Spiel viel zu politisch. Politik hat in Spielen absolut nichts zu suchen, egal aus welcher Richtung. Ey, bist du ein Freund von Alex? Puh, ganz schön harter Tobak. Vielen Dank an Herrn Kaschke dafür. Und den richtig harten Stuff, den haben wir getrost weggelassen, denn darauf haben wir ja keinen Bock. Lena, lass uns mal auf den letzten Kommentar eingehen, und zwar die Frage, dürfen Spiele politisch sein? Oder müssen Spiele sogar politisch sein? Und hast du das Gefühl, dass Bücher viel, viel selbstverständlicher politischer sind, als es Spiele vielleicht sind? Spiele dürfen auf jeden Fall politisch sein. Ich wünsche mir sogar sehr, dass Spiele politischer werden und sich dieser politischen oder auch einfach nur gesellschaftskritischen Ebene, die sie eben auch haben können, bewusst werden. Sie müssen nicht politisch sein, das erklärt sich auch ein bisschen von selbst. Die Kunst ist frei, die Kunst darf schlussendlich, wenn sie nicht anderer Leute Persönlichkeitsrechte beschneidet, darf die Kunst machen, was sie machen möchte. Und insofern finde ich die Kritik daran, ein Spiel sei zu politisch, schwierig, weil wir gerade jetzt auch solche Spiele brauchen in der Gaming-Industrie meines Erachtens, nämlich Spiele, die beweisen, was Spiele noch alles können, abseits von Spaß machen. Und Spaß machen ist ein wichtiger Faktor, sonst würden wir die Spiele nicht spielen. Aber sie dürfen uns eben auch bewegen, sie dürfen uns Dinge aufzeigen, wie gute Literatur das in der Regel tut. Anne, wie siehst du das? Politik und Spiel und Spaß, passt das zusammen für dich? Ich denke, das passt sehr gut zusammen. Wie gesagt, also Spiele dürfen eigentlich alles, was sie wollen, wie das halt mit der Kunst so ist. Ich finde es gut, wenn Spiele politischer werden, weil Spiele das stärkste Medium sind. Spiele verkaufen sich wesentlich mehr als Filme, als Bücher, als alles andere, was wir kennen. Und man kann dementsprechend damit sehr, sehr viele Leute erreichen. Und Thematiken können in alle verschiedenen Richtungen abdriften. Und warum soll dann auch nicht Politik eine Rolle spielen oder gewisse Ansichten und Meinungen vertreten werden, wie es ja in anderen Medien auch üblich ist. Und ich finde, das ist ganz normal für ein Medium. Und ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, dass die Videospielindustrie in eine Richtung geht, die noch diverser und die noch vielfältiger wird.
Wenn ich da kurz, Clara, noch drauf eingehen Gerne. darf. Ich möchte ein paar Beispiele nennen und wie das funktioniert. Zum Beispiel hatten wir, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren Orwell, was das Thema 1984, Datenüberwachung aufgreift. Wer mal reinspielen möchte und sich anschauen können, was Spiele können, der fängt damit an. Oder dieses Jahr Through the Darkest of Times, wo wir wirklich Erinnerungskultur aus der Nazi-Zeit erlebbar gestaltet bekommen. Also solche Spiele, die werden jetzt an an Schulen, Entschuldigung, gehandelt und gespielt, um eben diese Themen noch greifbarer zu vermitteln. Und das können nur Spiele. Das kann man mit vielen anderen oder Vorträgen kann man das nicht. Wir 3 sind uns einig, wir wollen auf jeden Fall mehr Ellies, mehr Levs in der Gaming-Szene haben. Lasst uns jetzt mal switchen zur Literatur. Und zwar, was sind denn so eure Lieblingsbücher, Lena, fang gerne an, wenn es um weibliche Hauptrollen geht, die dich empowern? Also das fing bei mir tatsächlich, und da muss man sagen, Representation matters. Weibliche Hauptfiguren und starke Frauenfiguren in Büchern zu lesen, lässt mich als Frau erstarken. Das fing mit Ronja Räubertochter, das fing mit Die rote Zora an und da hört es dann auch schon auf. Ich bin ein bisschen älter als du, glaube ich. Und damals hatten wir nichts anderes als eben diese Hauptfiguren. Es ging dann natürlich in der Filmwelt mit Alien, mit Ripley weiter. Ich schwärme immer viel von Buffy, weil ich finde, Buffy ist eine der stärksten Blondinen in der TV-Landschaft, die wir sehr früh, 1997, glaube ich, bekommen haben. Aber wir wollten über Bücher reden und ich bleibe ein bisschen in der Science-Fiction- und Fantasy-Ecke. Zum Beispiel Hermione Granger aus Harry Potter ist eine starke Hauptfigur. Ich finde sie nicht immer überall unkritisch. Aber sie ist eine tolle weibliche Hauptfigur, mit der man sich auch identifizieren kann, Haupt mit Klammern. Oder schlussendlich die Bene Gesserit zum Beispiel von Dune, in denen die Generationen überspannende Pläne machen und damit natürlich auch nicht immer Erfolg haben. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass die Leute mit Motivationen dargestellt werden, nicht nur auf ihre Sexualität reduziert werden und Spaß machen, sich mit ihnen zu identifizieren und einem zeigen, was eigentlich möglich ist in der Welt für Frauen, für LGBTIQ. Anne, wer sind deine LiteraturheldInnen? Bist du auch im Team Ronja von Räubertochter? So ähnlich, ja. Also ich muss gestehen, dass ich nicht ganz so viele Bücher gelesen habe in meinem Leben. Ich bin eher auf visuelle Medien fixiert. Aber mein Star in der Kindheit war Pippi Langstrumpf, ganz klar. Sie war super stark, sie konnte machen, was sie wollte. Sie war rotzfrech und sie hat immer eigentlich alles das erreicht, was sie wollte. Und das ist natürlich ein immenses Vorbild. Es gab hunderte von Zitaten, die man sich schön an die Tür hängen kann, die eigentlich so ihr Wesen ausmachen und das, was sie den Leuten vermitteln möchte. Und deswegen ist Pippi Langstrumpf definitiv ganz weit vorne. Was ich aber letztens erst gelesen habe, ist der Report Der Markt von Margaret Atwood. Und das ist insofern eine spannende Geschichte, als dass es ja da in einer Dystopie dazu kommt, dass Frauen unterworfen werden und dass es eigentlich fast nicht mehr möglich ist, Kinder zu kriegen. Und der Hauptcharakter Desfred, also die Magd quasi des Mannes Fred, der sie dazu zwingt, quasi ein Kind zu bekommen. Also sie täglich vergewaltigt und alles ist wirklich sehr, sehr düster und hoffnungslos. Und diese Desfred ist die hat so einen Fokus darauf, aus dieser Situation zu kommen und damit fertig zu werden und ihre Tochter wiederzufinden und quasi diesem Ganzen zu entfliehen, dass sie sehr, sehr viel Mut und Hoffnung quasi spendet in ihrer Bestrebung, da rauszukommen und als Figur an sich. Und deswegen fand ich sie auch sehr, sehr, ja, empowernd. Grässliches Buch, gutes Buch. Grässlich gut. Ja. Ja, vielen Dank für diese LiteraturheldInnen, die euch und die viele andere Menschen auch empowern. Wir bleiben noch bei der Literatur. Liebe Lena, wie siehst du das? Ist die Literatur der Gaming-Szene in puncto Female Empowerment einen Schritt voraus?
Was heißt hier voraus? Also ich rede ja immer von der Community und das stimmt ja eigentlich gar nicht mehr so, wenn wir über die Gaming-Community reden. Aber so fing es eben mal an. Gaming war mal eben ein Nerd-Hobby für eine bestimmte Community. Das hat sich längst geändert. In der Literatur sind Frauenfiguren einfach selbstverständlicher und ich glaube, dass wir längst mehr akzeptiert haben, dass die Literatur divers ist und dass dieser, Entschuldigung, wenn ich so viele englische Begriffe benutze, das ist in der Branche so, dieser Sense of Ownership, der besteht in der Literatur nicht so wie jedes Buch muss jetzt meinem Geschmack entsprechen. In der Gaming-Branche hat diese Hardcore-Community eben noch diesen Anspruch, dass die Spiele für sie gemacht werden müssen, was natürlich nicht mehr stimmt, längst nicht mehr. Denn Spiele sind im Mainstream angekommen und ich glaube, in Deutschland waren die Zahlen, Anne, korrigier mich, wenn es nicht stimmt, bei 48% weiblichen Spielerinnen oder so. Und das ist, also wir sind längst auch da in der Mitte der Gesellschaft angekommen mit Spielen. Und das ist in der Literatur, weil sie so viel älter ist, viel selbstverständlicher. Und diese Selbstverständlichkeit, die stellen jetzt Spiele wie The Last of Us 2 her. Oder andere, die hoffentlich folgen werden. Jetzt gibt es ja viele Geschichten, die nicht mehr nur in einem Medium stattfinden. Bücher werden zu Serien und Filmen und umgekehrt, sie werden zu Spielen. Das heißt, dort ermöglichen sich noch ganz andere Wege des immersiven Storytellings. Habt ihr da Beispiele von Geschichten, wo das für euch ganz wunderbar geklappt hat? Anne vielleicht? Immersive Storytelling-Beispiele. Also es gab ja diese Netflix-Episode Bandersnatch. Und da ist es ja so, dass man quasi einen Film guckt und aber aktiv entscheiden kann, wie es denn weitergehen soll. Das finde ich zum Beispiel einen sehr, sehr spannenden Ansatz an der Stelle. Lena, fällt dir da was ein? Zu jetzt Multimedia quasi, also Bücher und also natürlich drängt sich da der Witcher auf gerade. Witcher 3 ist ja das letzte Spiel aus der CD Projekt Red Schmiede aus Polen gewesen. Und das ist, glaube ich, auch diesem Spiel zu verdanken. Ich glaube, die haben 200 Preise 2015 abgeräumt. Es ist diesem Spiel zu verdanken, dass auch eine Serie aus den Büchern gemacht worden ist. Denn ursprünglich ist Witcher eben eine Romanreihe von Andrzej Sapkowski aus Polen. Eine sehr gute und in Fantasy-Kreisen sehr verehrte Romanreihe, die eben diese Charaktere groß gemacht hat und diese Leidenschaft erschaffen hat. Und ich glaube auch, dass die Welt von The Witcher 3, also dem Computerspiel, so tief und so schön und so immersiv ist, weil wir die Romanwelt im Hintergrund haben, weil die rund erschaffen worden ist, mit mehr Zeit noch und mehr dramaturgischem Gespür. Womit ich nicht sagen möchte, dass CD Projekt Red kein dramaturgisches Gespür hat, im Gegenteil. Die Questen und Questreihen von Witcher 3 sind so auf den Punkt geschrieben, da ziehe ich meinen Hut, wenn ich einen hätte. Und die Serie, die ist ja jetzt auch durch die Decke gegangen und zeigt, dass irgendwo ein Kern vorherrscht. Also diese Liebe zu den Figuren, die setzt sich jetzt in der Serie auf Netflix fort. Da ist nicht alles dran perfekt gewesen jetzt, aber ich hoffe, Staffel 2 macht auch die Gewandungen zum Beispiel ein bisschen hübscher. Ne? Aber so sieht man, dass halt wirklich gute Stoffe von einem Medium ans andere weitergegeben werden. Und uns begeistern. Anne, was glaubst du denn, was kann denn die Literaturszene von Games lernen, wenn es um Storytelling geht? Oh, schwierig. Also ich glaube, Spiele sind spezifischer auf Menschen zugeschnitten und es geht ja auch darum, dass man in Spielen einfach das erlebt, was dort passiert. Also man selber ist derjenige, der Aktionen auslöst. Und das ist eigentlich schwer zu übertragen, aber ich finde, man könnte es versuchen, da ein bisschen kreativer zu werden. Das ist eigentlich das, so was Videospiele ausmachen. Hast du ein paar Tipps? Es gibt Spielebücher. Also es gibt dieses Format, dass man von einem Abschnitt dann eine Auswahlmöglichkeit in Büchern bekommt und dann sich eben je nach Entscheidung ein bisschen wie im
Parallelen erzählen in Computerspielen tatsächlich entscheiden kann, wie die Geschichte weitergeht. Das hat natürlich, also es findet dann auch im Kopf statt, hat nicht ganz die Dynamik eines Computerspiels, funktioniert aber auch wunderbar. Der einsame Wolf begann das, glaube ich, schon in den 80ern oder 90ern, da will ich mich nicht festlegen. Was kann Literatur von Games lernen? Ich glaube, Games nehmen sich insgesamt weniger ernst und das ist etwas, was ich auch der heiligen Literaturbranche manchmal ein bisschen wünsche. Aber ansonsten ist die Literatur einfach so viel älter, dass sie schon ganz viel auch an Themen durch hat, die Games noch vor sich haben. Bevor Herr Kaschke jetzt gleich mit Kommentaren wieder um die Ecke kommt, will ich ganz gerne wissen von euch beiden. Ihr seid ja auch online aktiv. Wie geht ihr denn als Person mit negativen, mit sexistischen Kommentaren um? Habt ihr da Strategien und welche Hoffnung auf Veränderung habt ihr da? Anne, magst du anfangen? Gerne. Ich bin es gewohnt mittlerweile. Also ich bin schon 10 Jahre in der Branche und gefühlt 9 oder 8 vor der Kamera und es gab ganz viele Kommentare, die sehr unter die Gürtellinie gegangen sind. Aber mittlerweile habe ich das einfach ausgeblendet quasi. Ich habe über die Jahre gelernt, damit umzugehen und ich sage so, ey, das sind Leute, die kennen mich nicht, die wissen nicht, wer ich bin und die haben offensichtlich nichts Besseres zu tun, als jetzt da diese 2, 3 Zeilen niederzuschreiben. Und ich ermutige auch Frauen, die selber in der Branche sind oder auf Twitch unterwegs sind, dazu, das genauso zu handhaben und das am besten einfach wegzuignorieren. Das heißt nicht, dass man nicht darüber sprechen soll, sondern dass man einfach in sich selber gefestigt genug ist, um zu wissen, das kann mir nichts anhaben. Das hat nichts mit mir zu tun. Diese Leute können nicht so über mich urteilen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für viele Frauen, dass sie da nicht an ihrem Selbstbewusstsein angegriffen werden. Vielen Dank für deine Strategien. Lena, wie sieht es bei dir aus? Ich erlebe das schon sehr lange. Ich habe ja früher mal für eine Tischrollenspielserie geschrieben und auch damals gab es eine sehr aktive, wilde Community, die eben auch diese Sachen so an sich genommen hat und dachte, das gehört mir, warum machen die das anders? Das schwarze Auge damals. Und von da kenne ich das. Und ich habe 2 Strategien. Die eine ist Rationalisierung, nämlich schauen, ist die Kritik überhaupt berechtigt? Und das ist sie in der Regel gar nicht, weil ich habe jetzt neulich in einem FAZ-Artikel auch geschrieben mit der Headline, dass Spiele nicht politisch sind, ist Quatsch. Stehe ich auch zu. Aber diese Headline wurde von den Leuten gelesen und dann folgte, was folgen musste, nämlich die toxischen Kommentare. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesehen, Mensch, die haben den Artikel gar nicht gelesen. Die haben nur diese Headline gelesen und dann darauf geschlossen, ob ich fähig bin oder unfähig bin als Spieleautorin. Und das macht keinen Sinn. Also man lässt die Kritik dann an der Stelle ins Leere laufen. Und die andere Strategie von mir ist, ich hole mir dann von Freunden Flausch. Auf Facebook sage ich, Mensch, ich habe hier gerade das und das zu hören gekriegt. Was sagt ihr denn dazu? Und die sagen dann in der Regel was sehr Nettes und dann ist alles wieder gut. Eine richtig tolle Strategie ist auch einfach Herr Kaschke. Denn den sollten wir alle dabei haben, wenn wir im Netz mit Hass konfrontiert sind. Und er hat noch ein kleines Medley für euch vorbereitet. Ich danke dir. Ich hab's gern getan. Auch wenn es mir manchmal schwerfällt zu glauben, dass wirklich Leute so etwas denken. Wie zum Beispiel Sascha. Es ist wahr, dass Homo- und Transsexuelle in unserer Gesellschaft existieren. Die Meinungen dazu driften auch auseinander. Aber sie bilden nirgendwo eine nennenswerte Mehrheit und agieren somit immer am Rande jedweder Gesellschaft. Das ist irgendwie sehr ausgrenzend. Farisha, LGBT-Plus-Inhalte sollten nicht von der Kritik ausgenommen werden, sondern nach ihrem Verdienst beurteilt werden. Wären die Charaktere hetero, würde sich ja auch niemand beschweren. Habt ihr sicherlich auch in eurer WhatsApp-Netflix-Gruppe irgendwie so alle nur: Boah, ey, schon wieder der Mann mit der Frau, ey, wie langweilig, ey. User Smith, okay, wann immer ein Schwuler oder Transsexueller auf dem Bildschirm zu sehen ist, unterstellen wir immer eine politische Agenda? Ihr wisst schon alle, dass solche Menschen in unserer Welt existieren, oder? Werdet erwachsen.
Es sind bloß andere Charaktere, andere Geschichten. Das ist wirklich nichts Schlimmes. User Combat stört was. Also, dass eine nicht-binäre Person und ein Transmensch in Star Trek mitspielen, finde ich nicht so störend. Oh, danke. Störend finde ich es nur, wenn das zum Teufel komm raus thematisiert wird. Es ist wahrscheinlich immer noch die Zeit, dass das thematisiert werden muss. Habe ich den Eindruck, oder? User Kevin fragt sich Essentielles. Wie sollen diese Menschen als normaler oder selbstverständlicher Teil der Weltbevölkerung angesehen werden, wenn die einzige Charaktereigenschaft ihrer digitalen Abbilder aus ihrer sexuellen Orientierung oder ihrem Geschlecht besteht? Das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Nirgendwo. Wie viele wahrscheinlich auch, hat Userin Haley Probleme in ihrem eigenen Umfeld, und zwar in ihrer Familie. Mein Papa regt sich auf, weil ich LGBTQ+-Filme, Serien und Bücher lese. Okay, dich hat's in dem Alter nicht interessiert, aber mich schon. Also hör bitte auf. Okay, Papa? Hör einfach auf. Ein richtig feiner Kerl, der Herr Kaschke. Wir diskutieren jetzt weiter und wir haben einen dritten Gast und das ist Tom Hillenbrand via Zoom. Hallo Tom. Hallo. Tom ist Journalist und Autor. In seiner Romanreihe Hologrammatica gibt es eine future-mäßige Technologie und die heißt Mind Upload. Und die ermöglicht es den Figuren immer wieder in neue Identitäten zu schlüpfen und damit auch fluide mit Genderrollen umzugehen. Hallo Tom, schön, dass du da bist. Ja, hi. Als du die Hologrammatica geschrieben hast, Tom, wie bist du auf das Thema Identitätswechsel gekommen und welche Rolle spielt es in deinem Buch? Also es spielt zum einen die Rolle, das ist auch ein Detektivroman, dass es so ein Versteckspiel ermöglicht. Der Ermittler weiß nie, wem er jetzt wirklich gegenübersteht, weil viele Menschen ihren digitalisierten Verstand in verschiedene Klone reinladen können. Aber das heißt natürlich auch, dass jeder entscheiden kann, heute möchte ich ein Mann sein, heute möchte ich eine Frau sein. Jeder kann das mal ausprobieren und das sprengt so ein bisschen quasi die klassische Gender-Konzeption. Ich habe am Anfang des Buchs gar nicht so viel drüber nachgedacht, habe aber dann gemerkt, dass ich dann auch interessante Charaktere machen kann, bei denen gar nicht klar ist oder nie herauskommt, ob sie jetzt Männlein, Weiblein oder irgendwas dazwischen sind, weil sie einfach immer zwischen verschiedenen Körpern springen. Wie war das bei deinen LeserInnen? Wie haben die darauf reagiert? Gab es da so einen ähnlichen Backlash? Gab es da so einen ähnlichen Aufschrei wie bei The Last of Us 2? Nicht so sehr. Also ich hatte irgendwie schon erwartet, dass ein bisschen was kommt, weil ich das bei Computerspielen auch verfolgt habe. Aber also viel Hate-Mail habe ich jetzt nicht gekriegt, aber so richtig kommen nicht alle drauf klar. Also da gibt es eine Figur, Fran heißt die ist mal im Männer-, mal im Frauenkörper. Es kommt aber nicht raus, sozusagen, was sie denn jetzt ursprünglich ist. Und dann fragen mich die Leute bei den Lesungen immer, ja, aber ist es denn jetzt ein Mann oder ist es eine Frau? Und dann sage ich immer, muss denn alles so binär sein? Ja? Also vielleicht ist sie ja irgendwo dazwischen, vielleicht will sie es auch gar nicht preisgeben. Aber das ist für die Leute schwierig zu akzeptieren, aber also dieser unglaubliche Hass, mit dem Computerspielautoren da zurechtkommen müssen, dem bin ich bisher zum Glück nicht ausgesetzt. Gott sei Dank. Lena, was glaubst du, ist die Literaturszene da ein bisschen weiter als die Gaming-Szene? Ich glaube, das hat ganz viel mit Identifikation zu tun. Ich glaube, mit Spielefiguren identifizieren wir uns noch anders, weil wir Entscheidungen treffen in Spielen. Das bedeutet, dass also wenn ich eine Entscheidung treffe, dann übernehme ich ja Verantwortung. Das ist meines Erachtens die große Macht von Computerspielen, dass ich mit den Konsequenzen meines Handelns leben muss. Das hat sich nicht ein Autor ausgedacht, also hat sich auch ein Autor ausgedacht, aber es fühlt sich eben an, als wäre es meine Entscheidung. Und ich glaube, bei Büchern, Tom, ist es so, dass die LeserInnen sich mehr noch darauf einlassen können, das ist die Vision des Autors oder der Autorin und akzeptieren das mehr. Und bei Spielen fühlt sich das aber an, als wäre das meins, wenn ich das spiele. Das ist dieser Sense of Ownership, den ich vorhin ansprach. Und ich glaube, daran ist viel festzumachen, dass die Leute denken, hier wird mein Charakter zerstört, weil ich spiele den ja.
Tom, gehst du da mit oder hast du noch eine andere Einschätzung, warum die LeserInnen, warum die Literaturszene nicht so krass darauf reagiert hat bei dir? Also das eine ist sicherlich, was Lena gesagt hat, dass diese Identifikation ein bisschen anders ist. Und ich glaube allerdings auch, dass es nicht nur Sense of Ownership, sondern einfach, wie wichtig einem etwas ist. Also es ist schon so, dass mein Eindruck ist, dass jetzt eher Mainstream-Leser, dass die sagen, ja, okay, das ist so, finde ich gut, finde ich nicht gut, aber die erregen sich da nicht so. Wenn man jetzt mit Leuten spricht, die ganz starke Science-Fiction-Fans sind, aus diesem Science-Fiction-Fandom, da kriegt man ein bisschen mehr so ein Feedback, also dass die zum Beispiel bei der Hauptfigur von Hologrammatica, Galahad Singh, das ist ein schwuler, indischstämmiger Engländer. Und dann sagen die, warum ist der denn schwul? Und dann sage ich, weil der schon immer schwul war. Und dann kommt aber zurück, ja, aber welche Relevanz hat das für den Plot? Also es muss doch einen ganz spezifischen Grund dafür geben. Und dieses Nachbohren, wo man so ein bisschen merkt, die Leute haben da Probleme mit, das ist eher bei den Hardcore-Science-Fiction-Fans, also bei den Mainstream-Lesern nicht so. Warum das so ist, also es ist wahrscheinlich schon so ein bisschen so, dass die eine ganz genaue Vorstellung davon haben, auch bei Büchern, wie ihr Hobby funktionieren muss und dass der Kapitän des Sternenkreuzers muss wahrscheinlich blond und hetero sein und wenn es nicht so ist, gibt es viele Leute, die da irgendwie offensichtlich nicht gut drauf klarkommen. Verstehe ich nicht, aber scheint so zu sein. Tom, du hast es gerade schon erwähnt, dein Buch ist ein Science-Fiction-Buch. Ist Science-Fiction für dich gerade das einzige Genre, in dem man ja, Genderrollen aufbrechen kann? Nein, also ich glaube, dass wir das in allen Literaturgenres brauchen, wie wir das auch im Film brauchen und auch im Computerspiel brauchen. Bei Science Fiction kann ich mich natürlich solcher technologischer Kniffe bedienen, dass ich eben sagen kann, jetzt stellen wir uns einfach mal vor, jeder könnte beliebig das Geschlecht wechseln. Das ist dann ein bisschen Gedankenexperiment und dann kann man auch mal drüber nachdenken, ob es vielleicht für mich zum Beispiel als Mann hilfreich wäre, wenn ich mal eine Woche lang eine Frau wäre. Wenn ich mal einfach mitbekommen würde, was für ein Scheiß einem da entgegenschlägt, mal auf gut Deutsch gesagt. Ja? Das ist als Gedankenexperiment möglich. Das heißt aber nicht, dass das das einzige Genre ist. Also genauso, egal ob es die Schwarzwaldklinik ist oder der Tatort oder was auch immer, auch da, finde ich, muss das viel stärker stattfinden. Ja, ganz, ganz wichtig an der Stelle, natürlich sind Menschen, die zur LGBTIQ-Community gehören, für die ist das ihre Lebensrealität, für die ist es kein Spiel, für die ist es kein Switchen und trotzdem können natürlich diverse Charaktere einem einen Einblick geben und vielleicht auch zu mehr Akzeptanz halt im besten Falle führen. Liebe Anne, lass uns noch mal zu The Last of Us 2 gehen. Du hast gerade schon erzählt, was für dich eine Rolle wie Pippi Langstrumpf für ein Empowerment-Potenzial hat. Hast du manchmal das Gefühl, dass MedienmacherInnen dieses Potenzial gar nicht auf dem Schirm haben? Schon, aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass Geschichten ja im Videospielbereich auch bei den Entwicklern entstehen. Und ich glaube, wenn man anfängt, sich für Diversität zu öffnen, bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass man Leute einstellen muss, die einen komplett anderen Blickwinkel haben. Also mehr Transpersonen einstellen oder mehr homosexuelle Personen einstellen. Und dann entstehen halt auch Geschichten, die aus ganz anderen Blickwinkeln auf dieses Thema halt zusehen. Also auf jeden Fall auf der MacherInnenseite muss noch sehr, sehr viel passieren. Lena, Ja, auf jeden Fall. Lena, wie siehst du das? Ich sehe das ganz genauso. Diversität in der Games-Branche hilft allen Spielen, macht Spiele besser. Vor allem werden Spiele dadurch anders. Ich glaube, der Autor
von The Last of Us 2 kommt ja auch aus einem jüdischen Hintergrund. Und das merkt man dem Spiel an, diese Tiefe, auch die Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit, auch mit der aktuellen Situation mit Israel, spielt ein ganz kleines bisschen mit rein in Bildern zum Beispiel, ohne dass es groß thematisiert wird. Und ich wollte noch mal darauf eingehen, was vorhin gesagt wurde bezüglich der Figuren, die eben so hoch politisiert werden bei Toms Buch, dass gesagt wird, ja, warum ist denn der schwul? Warum ist der nicht hetero? Das spielt doch gar keine Rolle. Und ich finde, dass wir erst dann wirklich bei einer Art Gleichberechtigung in Medien angekommen sind, wenn es keine Rolle mehr spielt. Also es darf gern natürlich eine Rolle spielen, aber es muss auch einfach Figuren geben, die schwul sein dürfen, ohne dass das problematisiert wird in einem Buch. Deswegen finde ich das ganz großartig, Tom. Tom, wir haben gerade schon über das Genre Science Fiction kurz gesprochen. Gibt es Genres in der Literatur, wo du sagst, hey, in puncto Female Empowerment, in puncto Akzeptanz für die LGBTIQ-Community, da ist auf jeden Fall noch krass viel Nachholbedarf? Also ich finde, man muss zumindest sagen, also was gut ist in der Literatur, das ist vielleicht auch einfacher, weil man, um ein Buch zu schreiben, braucht man immer nur eine Person, aber es gibt einfach verglichen mit Hollywood zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Regisseure anguckt oder die Drehbuchautoren, es gibt im Buchbereich viel mehr tolle, spannende, großartige Autorinnen. Ja? Also das ist schon, glaube ich, ganz gut, aber natürlich, also gerade wenn ich mir jetzt so den Krimi-Bereich zum Beispiel angucke, das ist ja der wahrscheinlich verkaufsstärkste Bereich bei Büchern, so Spannungsliteratur. Meistens ist es immer noch irgendwie ein granteliger, weißer, männlicher, heterosexueller Kommissar Mitte 40. Also beim Tatort oder so ist es vielleicht schon mehr aufgebrochen, aber bei Büchern das ist immer noch sehr, sehr stereotyp. Da finde ich, gibt es noch nicht so genug spannende Frauenfiguren. Lena nickt. Ich nicke, weil mir gerade auffällt, dass an der Stelle die Politisierung, sobald eine Frau eine Hauptrolle zugewiesen bekommt, auch im Buchbereich ja eigentlich immer noch vorhanden ist. Ne? Das ist dann sofort irgendwie, ach ja, jetzt ist der Feminismus am Regieren. Also insofern, wir führen die Debatte in der Literatur, glaube ich, auch immer noch ein bisschen. Kommt eben aufs Genre an, glaube ich, oder aufs Nicht-Genre, wenn man mal in die höhere Literatur geht. Aber ich glaube, dieser Aufschrei, dass Sachen politisch sind, sobald es etwas ist, was nicht dem Mainstream zuzuordnen ist, den werden wir erst hinter uns lassen, wenn wir wirklich eine Selbstverständlichkeit damit erzeugt haben. Und eine Selbstverständlichkeit bekommen wir durch Repräsentation hin, ja, absolut. durch MacherInnen, die divers aufgestellt sind. Und es gibt aber auch ein LGBTQ+-Games-Archiv. Was genau ist das? Ich kann es dir tatsächlich gerade nicht ganz genau sagen. Ich weiß, es gibt zur Literatur ein Archiv, das vom Schwulen Museum gepflegt wird. Ich glaube, Anne kennt sich da besser aus. Kann das sein? Bist du sicher? Nee, ehrlich gesagt kenne ich mich da nicht besser aus. Aber ich finde, was ich auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, dass ich es gut finde, dass es sowas gibt. Also es muss Anlaufstellen geben, wo Leute sich treffen und über gewisse Dinge sich einfach informieren können und diskutieren können. Und ich glaube, es wird sich nichts verändern, wenn Menschen einfach in ihrer eigenen Realität bleiben, in ihrer eigenen Bubble und gar nicht verstehen wollen, was steckt denn eigentlich dahinter? Was bewegt Transgender-Menschen? Und wie funktioniert das überhaupt? Und dass die Leute auch wissen, dass das nicht eben mal irgend so eine Phase ist, die man hat und man wünscht sich, jemand anders zu sein, sondern dass es wirklich einfach so ist und sich da auch mit diesen Themen dann explizit auseinandergesetzt werden kann. Und ich glaube, dass es an Aue auch wichtig ist, dass die Leute für sich unter sich sich austauschen können und neue Verbindungen knüpfen können und dass daraus auch dann ganz neue Geschichten und ganz neue Projekte entstehen.
Kurz zur Info, das LGBTQ+ Games Archiv ist eine Anlaufstelle im Netz für alle Interessierten, die halt sich intensiv mit queeren Games auseinandersetzen wollen. Also ein wichtiges Netzwerk. Anne, du hast schon kurz gesagt, Netzwerke sind wichtig, um sich auszutauschen, um auch mal einfach zu gucken, okay, was gibt es eigentlich? Denn ich glaube, es gibt viel, viel mehr als das, was im Mainstream dann immer thematisiert wird. So, unser Hope-Salon, wir wollen über Hoffnung sprechen. Deswegen meine Abschlussfrage an euch drei. Was wünscht ihr euch von eurem Medium, in dem ihr hauptmäßig, bei dir ist es ein bisschen schwierig, unterwegs ist. Aber Anne, was wünschst du dir von der Games-Szene, wenn es um Female Empowerment, wenn es um LGBTIQ-Themen geht? Ja, ich glaube, ich wünsche mir einfach, dass die Szene noch diverser wird, dass gerade bei den Entwicklern ein Umdenken stattfindet, dass Frauen auch angemessen bezahlt und auch angemessen behandelt werden in diesen Betrieben. Da gab es dieses Jahr auch diverse Skandale zu diesem Thema. Und dass einfach auch alle da draußen, auch alle Gamer einfach viel offener werden und einfach die Dinge geschehen lassen. Gesellschaften befinden sich immer schon im Wandel. Es verändern sich immer Strukturen. Die Leute lernen dazu. Und ich hoffe, dass sich das in Zukunft nicht nur in den Spielen widerspiegeln wird und es ganz, ganz viele mehr diverse Spiele gibt, sondern dass die Leute sich auch dafür interessieren und da auch die Akzeptanz auf jeden Fall wächst. Vielen Dank, liebe Anne. Lieber Tom, was sind deine Hoffnungswünsche für die Literaturszene? Also zum einen hoffe ich, wir hatten ja vorhin schon mal kurz, wurde über Ronja Räubertochter und Pippi Langstrumpf gesprochen. Also ich hoffe einfach, dass es immer mehr so wird, dass sich verschiedene gesellschaftliche Gruppen und Leute verschiedener Ethnien und sexuellen Orientierungen stärker so wiederfinden, dass sie einen Helden für sich finden. Das ist ganz wichtig, dass man irgendwie wirklich Identifikationsfiguren findet. Und ein bisschen hoffe ich auch, dass mich vielleicht in 5 oder 10 Jahren niemand mehr fragt, warum ist denn diese Figur, hast du die schwul gemacht? Ja? Also es hat auch niemand Conan Doyle gefragt, warum Sherlock Holmes hetero ist. Also das ist einfach eine so absurde Frage. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Also sowohl vom Publikum als auch von den Autoren. Lena, deine Wünsche? Literatur oder Gaming? Beides. Ich habe was ich mir von meinen beiden Herzensbranchen wünsche. Ich wünsche mir Geduld und Humor. Wir haben noch ein bisschen Weg vor uns. Wir sind auf einem guten Weg, aber wie gesagt, wir haben noch ein bisschen was vor uns und es werden Fehler gemacht werden auf diesem Weg in beide Richtungen. Und ich wünsche mir, dass wir, und das Netz lädt dazu leider ein, ich benutze ja selber Social Media leidenschaftlich, aber das Netz hat manchmal die Tendenz, Menschen zu entmenschlichen, weil man das Gegenüber eben nicht sieht. Und ich wünsche mir, dass wir alle uns dabei erinnern, dass sowohl die AutorInnen, wie die SpielerInnen, wie die LeserInnen Menschen sind, die Fehler machen, die manchmal auch Dinge ausprobieren dürfen, müssen, dass das unsere Gesellschaft insgesamt auch weiterbringt. Und wenn wir alle diesen Weg mit Humor und mit Geduld begleiten und sagen, ja klar, das war jetzt nicht so cool, aber nächstes Mal wird es vielleicht besser. Ich glaube, dann kommen wir alle miteinander besser voran. Was für ein wunderschönes Schlusswort. Liebe Lena, vielen Dank an dich. Lieber Tom, danke an dich auch. Und natürlich auch vielen lieben Dank an Anne. Toll, dass ihr mit dabei seid. Ich habe schon gesagt, das war ein tolles Schlusswort, aber das wirkliche Schlusswort hat natürlich mein Boy, meine große Liebe, Herr Kaschke. Und der hat jetzt mal ein paar positive Kommentare für euch gesammelt, denn wir sind ja definitiv im Team Hope und im Team Love. Viel Spaß damit. Hallo, ein letztes Mal ich, aber über den Teil freue ich mich wirklich am meisten. Woman Everywhere meint, Frauenrollen in der Literatur sind mehr als alles andere zu Retterinnen geworden. Sie bieten Identifikationspotenzial für eine Gemeinschaft von Frauen aufzubauen, die füreinander einstehen. Mayaku erinnert sich. Lara Croft war meine Kindheitsheldin, weil sie schlau und sexy war und sie keine Kerle brauchte. Diana Troy war schon immer eine Profi auf der Brücke der Enterprise, wurde aber echt cool, als die Autoren ihr eine ordentliche Uniform verpassten und sie zum Commander beförderten. Smiley.
Braho sagt, When women rise, nations prosper. Oder in der Trailer-Variante, When women rise, nations prosper. Bella auf Twitter schlägt vor, können wir uns bitte darauf einigen, gegen Spiele, Filme und so weiter einzustehen, wenn sie bigotte Ideologien wie zum Beispiel Anti-LGBTQ, Rassismus, Islamophobie, Antisemitismus und so weiter propagieren. Ja, warum nicht? Mein Lieblingskommentar kommt von User Panda-Bärchen. Jetzt nicht, weil sie ein Tier ist wie ich oder so. Ich gucke oft Serien mit LGBTQ-Plus-Reproduktionen, weil das normal ist und weil der Rest echt nicht immer geil zu gucken ist. Jongo fragt uns, was soll denn bitte sexuell an LGBTQ sein? Sind jetzt alle Filme, Serien, wo alle hetero sind, auch sexuell? Nein. Also wieso soll eine Serie, die einen LGBTQ-Charakter hat, auch sexuell sein? Kinder sollen schon von Anfang an lernen, dass man jeden lieben kann, egal welches Geschlecht. Schneetinchen auf Twitter. Es gibt sicher Hoffnung für Besserung. Noch nie war LGBTQ+ so sehr in aller Munde wie aktuell. Ich hoffe mit wachsender Aufmerksamkeit auf wachsenden Respekt und somit, dass es keine Zirkusunterhaltungsnummer für Medien mehr sein muss. Danke. Mein Name ist Herr Kaschke und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag und eine wundervolle Buchmesse. Was für ein feiner und empowernder Talk, und was ich mal wieder mitnehme, ist, dass egal ob Gaming-Szene, Literatur, Filme oder Serien, Diversität rockt einfach. Und damit das passieren kann, brauchen wir diverse MacherInnen, damit am Ende auch wirklich Empowerment rauskommt. Denn ich glaube, die ZuschauerInnen und LeserInnen, die können wir auch mal ein bisschen erziehen. Bisschen politisches Statement schadet nie, und es geht jetzt gleich noch weiter. Ich habe ein paar Insider für euch auf das Programm, und zwar um 18 Uhr gibt es den Hope Punk Podcast, diesmal passend zum Thema Female Empowerment. Es wird über die Serie The Handmaid's Tale gesprochen. Dann, für alle, die es groovy und funky mögen, gibt es die Hopeful Beats, dieses Mal mit DJ Roy Perez. Und wenn ihr noch nicht den Hope-Generator ausprobiert habt, dann macht das sehr, sehr gerne. Sendet ein hoffnungsvolles Zeichen in die Welt, geht dafür auf unsere Homepage und schaut auch gerne mal bei buchmesse.de vorbei. In diesem Sinne, ciao und bis dann.